Grüezi und herzlich willkommen hier in Kopenhagen, wo es erwiesenermaßen viele Sehenswürdigkeiten gibt. Doch einer Statistik zufolge soll die Stadt auch die glücklichsten Einwohner beheimaten. Lassen wir das mal so stehen. Bevor wir die Stadt erkunden, will ich dir ganz kurz ein paar Eindrücke von der Fahrt von Deutschland nach Kopenhagen zeigen. In Heiligenhafen, dem Ferienort an der Ostsee, kannst du natürlich das urige Städtchen genießen, am Strandweg entlanglaufen und dabei den umtriebigen Hafen beobachten. Und es hat einige sehr gute Restaurants für einen gemütlichen Abend. Weiter geht's über die Fehmarnsundbrücke nach Puttgarden und damit zur Fähre nach Rødby. Vermutlich wartet diese Krähe auf eine günstige Überfahrt. Übrigens, mit der App von Scandlines kannst du dir schnell eine Fähre buchen, Strecke wählen, in meinem Fall Puttgarden-Rødby inklusive Öresundbrücke, Fahrzeug, Anzahl Passagiere, Datum, Zeit und Tarif bestimmen und schon geht's los. Scandlines bietet dynamische Preise, buche also, wenn du die Möglichkeit hast, möglichst frühzeitig. Die Färöbrücken sind eine Augenweide. Auf dem Rastplatz auf der Insel Färö hast du eine gute Aussicht auf die Brücken. Okay, nun bin ich in Kopenhagen eingetroffen und stelle fest, dass hier sehr viele Radfahrer unterwegs sind. Die meisten Sehenswürdigkeiten im Zentrum der Stadt sind zu Fuß gut zu erkunden. Auch die Metro erschließt die Stadt sehr gut und eine Tages- oder Mehrtageskarte kann sich absolut lohnen.
Das Renaissance-Schloss Rosenburg wurde 1606 von Christian IV. Als Lustschloss erbaut und birgt prachtvolle Räume und die königliche Sammlung, welche die dänische Geschichte erzählt. Im Erdgeschoss befinden sich die Kronjuwelen und die königlichen Insignien und damit einige von Dänemarks größten kulturellen Schätzen. Tja, nach solch hartem Drill hilft nur eine Abkühlung im Hard Rock Café. Der Königsplatz ist der prächtigste Platz in Kopenhagen und wurde 1670 von dem Mann auf dem Pferd Christian V. angelegt, der von 1670 bis 1699 König von Dänemark und Norwegen war. Der Gedenkanker wurde zum Gedenken an die dänischen Seeleute errichtet, die während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben verloren haben. Hier am Nyhavn ist es tatsächlich sehr gemütlich. Der 1673 fertiggestellte Kanal wird beidseitig von bunten Gebäuden, einigen Hotels und vielen Restaurants gesäumt. Der Botanische Garten ist eine Augenweide. Unzählige Fußwege führen zum Palmenhaus und zum Naturhistorischen Museum des Staates Dänemark. Wenn du dich für einige Zeit von der Hektik der Stadt verabschieden möchtest, kann ich dir diesen Park sehr empfehlen. Der runde Turm aus dem 17. Jahrhundert ist übrigens das älteste funktionsfähige Observatorium Europas. Das Rathaus ist ein architektonisches Highlight. Es wurde zwischen 1893 und 1905 nach den Plänen von Martin Nyrop gebaut. Der große Rathausplatz ist der zentrale Treffpunkt der Stadt. Hier pulsiert das Stadtleben. Und originell der Brunnen mit den Skulpturen eines Drachens und eines kämpfenden Stiers. Auch Hans Christian Andersen, Verfasser zahlreicher Märchen, zum Beispiel Die Prinzessin auf der Erbse, hat hier seinen Platz gefunden. Und einen Steinwurf vom Rathaus entfernt der Tivoli, ein Vergnügungspark aus dem 19. Jahrhundert mit historischer Achterbahn und vielem mehr. Am Gammelstrand bist du ganz nahe am Herzen der Stadt, dem Schloss Christiansborg, aber auch inmitten eines quirligen Antiquitätenmarktes.
Der Caritasbrunnen auf dem Gammeldorf ist übrigens der älteste Brunnen der Hauptstadt. Dieser Obelisk steht gegenüber der Frauenkirche. Das Reformationsdenkmal stammt aus dem Jahr 1943. Der malerische Stadtpark Görsesparken wurde in den 1870er Jahren an der Stelle der ehemaligen Stadtbefestigung errichtet. Sehr idyllisch und es gibt zahlreiche Kunstwerke im Park. In dieser umgebauten Kirche befindet sich die Kunsthalle Nicolai, ein Museum für moderne Kunst. Die Universität Kopenhagen ist die älteste Universität Dänemarks mit verschiedenen Fakultäten und markanten Gebäuden an 4 Standorten. Seit ihrer Gründung im Jahr 1479 blickt sie auf eine reiche Geschichte zurück und ist damit nach der Universität Uppsala die zweitälteste Universität Skandinaviens. Die dänische Nationaloper ist ein architektonisch sehr gut gelungenes Gebäude direkt am Wasser und zudem eine der modernsten Bühnen der Welt. Die umgebaute Papierinsel ist seit 2024 eine Ansammlung von Wohnungen für eher wohlhabende Bewohner. Nicht verpassen solltest du den Ophelia-Platz, hauptsächlich der phänomenalen Aussicht wegen. Hier steht mit dem Schauspielhaus auch das Zentrum der Schauspielkunst. 3 Bühnen bieten Platz für insgesamt 1000 Zuschauer. Bei einem Spaziergang auf dem mit Eichenholz bekleideten Gehweg, der rund um das Schauspielhaus verläuft, kannst du die Aussicht aufs Wasser und auf den Innenstadthafen genießen. Die Hafenbrücke in der Havnsbrunn, also Innere Hafenbrücke, verbindet den Ortsteil Nyhavn mit dem Ortsteil Christianshavn. Die 2016 eröffnete Brücke mit innovativer Architektur besitzt separate Spuren für Fußgänger und Radfahrer. Das tolle Lichtspiel der farbigen Elemente auf dem Wasser ist ein echter Hingucker. Die große Barockkirche im Stadtteil Christianshavn mit der gewundenen Turmspitze ist ein dänisches Nationalkleinod.
Die sich über 3 Stockwerke erstreckende Orgel mit dem Monogramm von König Christian V. wurde Ende des 17. Jahrhunderts erbaut. Christianshavensdorf ist der zentrale öffentliche Platz des Stadtteils Christianshafen und Ort verschiedener Skulpturen wie dem Grönlanddenkmal. Das Schloss Amalienborg umfasst mehrere Gebäude, einen großen Platz, auf dem unter anderem gegen 12 Uhr der regelmäßige zelebrierte Wachwechsel stattfindet. Die Statue von Frederik V. ist ein imposantes Denkmal zu Ehren des dänischen Königs, der von 1746 bis 1766 regierte. Amalienborg wurde im 17. Jahrhundert gebaut und wird heute als einer der beeindruckendsten Rokokobauten Dänemarks angesehen. Und dazu gehört auch der Amaliengarten mit diesem hübschen Springbrunnen. Von diesem Haus hast du einen prima Blick auf die Frederikskirche, einer evangelischen Kirche aus dem 18. Jahrhundert mit der größten Kuppel Skandinaviens. Nach einem Besuch des imposanten Amalienborg-Palasts, der Residenz der dänischen Königsfamilie, lädt der Park zu einer entspannten Pause direkt am Wasser ein. Mit diesen Bildern sind wir dort angelangt, wo es an mir liegt, dir ganz herzlich für dein Dabeisein zu danken. Es freut mich natürlich, wenn du mir deinen Kommentar zu diesem Film schreibst. Und ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen, dann in Schweden, natürlich nur auf diesem Kanal. Bleib also einfach dabei und das Wichtigste, bleib munter.